Verben mit Genitiv. In dem heutigen Video zeige ich dir, welche Verben immer zusammen mit dem Genitiv benutzt werden, und ich zeige dir auch Varianten, wie du den Genitiv vermeiden kannst. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute erkläre ich dir die Verben mit Genitiv, also die sogenannten Genitivergänzungen. Viele dieser Verben gehören zum gehobenen Sprachgebrauch, also auf einem Level A oder auch B1 findest du die meisten dieser Verben niemals. Sie werden erst ab einem Level B2 wirklich benutzt, da es immer sehr gehobene Vokabeln sind, und häufig gibt es dafür auch eine wesentlich einfache Variante, die du einfach durch Einschieben einer Präposition benutzen kannst, oder du benutzt einfach ein anderes Verb, das exakt genau das gleiche bedeutet. Welche Verben nun genau den Genitiv benutzen und wie du das Ganze auch vermeiden kannst, das zeige ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. So, die Verben mit Nominativ und nur dem Genitiv. Das sind einer Sache gedenken, bedürfen und Herr werden. Zum Beispiel, wir gedenken der Toten. Bedeutet, wir erinnern uns an die Toten. Wir ist das Subjekt und dementsprechend Nominativ, und gedenken benutzt den Genitiv. Hier das bedeutet so viel wie wir erinnern uns an, ist aber immer in etwas, sagen wir, nachdenklicher Stimmung, immer etwas, was man hauptsächlich sagt, wenn man auf einer Gedenkfeier ist. Wir bedürfen der Hilfe ist dasselbe wie wir brauchen Hilfe. Das ist einfach eine sehr, sehr gehobene Variante von brauchen und benutzt auch hier den Genitiv. Wir werden der Situation Herr bedeutet, wir werden die Situation unter Kontrolle bringen. Auch das ist sehr gehobenes Deutsch, was du erst ab C1 oder vielleicht maximal B2 hierher werden brauchst. Vorher brauchst du Verben mit Genitiv fast nie, und alles, was hier in der Klammer immer steht, ist eine alternative Version davon. Und häufig benutzen diese Verben nicht nur den Genitiv, sondern auch zusätzlich, wie hier, noch den Akkusativ dazu. Und das sind unter anderem sich einer Sache brüsten, erinnern, erfreuen, enthalten oder auch schämen. Ich erinnere mich der alten Zeiten. Bedeutet genau das gleiche wie ich erinnere mich an die alten Zeiten. Hier kann man das durch die Präposition an einfach austricksen, dann wird es Akkusativ. Ich schäme mich meiner schlechten Aussprache. Ich schäme mich für meine schlechte Aussprache. Ich erfreue mich des Lebens, bedeutet, ich habe Spaß am Leben. Du könntest auch sagen, ich erfreue mich an dem Leben. Aber das klingt auch irgendwie komisch. Ich brüste mich meiner Erfolge. Ich gebe mit meinen Erfolgen an. Ich enthalte mich der Stimmabgabe, bedeutet, ich gebe meine Stimme nicht ab. Häufig kannst du es hier einfach mit einer Präposition, den Genitiv sozusagen, austricksen. Manchmal gibt es aber auch da keine Variante, sondern einfach nur ein anderes Verb, was deutlich einfacher dann ist, weil es kein Genitiv benutzt und auch viel umgangssprachlicher ist. All diese Wörter sind immer gehobenes Deutsch oder zumindest sehr fortgeschrittenes Deutsch. Du könntest hier, diese Variante ist zum Beispiel schämen, ist ein Verb, was schon so auf A2, B1 Niveau gebraucht wird, nutzt du einfach mit der Präposition für. Erst bei B2 oder C1 wirst du hier diese Variante hören. Ähnliches gilt für jemanden einer Sache anklagen, bezichtigen, überführen, beschuldigen, verdächtigen. Also all diese Verben, die du auf einem Gericht oder bei der Polizei brauchst. Man klagt ihn der Korruption an.
Das bedeutet, der Staatsanwalt sagt, man hätte das getan. Man verdächtigt ihn des Verbrechens. Es gibt Beweise, Indizien, die darauf hindeuten. Also es gibt Hinweise, die sagen, er ist der Verbrecher. Man beschuldigt ihn des Verrats. Meistens hat man keine Beweise, denkt es aber. Also hier ist der Unterschied. Bei Verdächtigen, da gibt es schon konkrete Hinweise. Bei Beschuldigen, dann denkt man es nur, man hat aber eigentlich keine Beweise. Man bezichtigt ihn der Straftat. Hier sind das meistens falsche Anschuldigungen. Also man sagt etwas, obwohl man weiß, dass das wahrscheinlich nicht stimmt. Man überführt ihn des Verbrechens, bedeutet, die Polizei weist ihm das Verbrechen nach. Also hier ist es dann bewiesen, dass derjenige Mann das Verbrechen begangen hat. Für diese Verben gibt es keine Alternativen ohne den Genitiv. Also diese hier müssen so mit dem Genitiv benutzt werden und es klingen auch alle gut, sind kein extrem gehobenes Deutsch, sondern einfach ein Deutsch, was du auf Ämtern und vor allem auf dem Gericht und bei der Polizei brauchst, und dafür gibt es keine Alternative. Anders als bei diesen hier, das ist einfach nur sehr gehobenes Deutsch, wo du auch ganz einfach etwas anderes sagen könntest. Du siehst, einige Verben nutzen den Genitiv, aber es sind wirklich wenige und vor allem kannst du sie durch geläufigere Varianten, durch andere Verben ersetzen, außer es handelt sich um Verben, die bei der Polizei oder auf Gerichten verwendet werden. Also wenn du das mal ein bisschen üben möchtest, schau einfach mal ein paar Krimiserien, da hörst du diese Verben sicher sehr, sehr häufig. Ich würde mich aber auch freuen, wenn du, nachdem du den Krimi geschaut hast, auch mal bei mir im Shop vorbeischaust und dort unter shop.easy-deutsch.de einfach mal in meine E-Books reinschaust. Die E-Books sind alle mit der Mission erstellt, allen zu zeigen, die deutsche Grammatik ist wirklich einfach, wird von den meisten Lehrern nur viel zu kompliziert erklärt. Also, bis dahin wünsche ich dir erstmal weiter viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.